So Freunde, Weihnachten steht vor der Tür und wer jetzt keinen Bock hat, an Heiligabend unterm scheiß Tannenbaum zu sitzen und irgendwie zu riechen wie Opa Günther, der nach dem dritten Slibowitz mit offenem Maul auf dem Sofa eingepennt ist hier heute richtig. Denn ich habe 11 weihnachtlich festliche, easy-to-like Düfte, die entweder super sind, um sie sich selbst zu schenken oder auch als Geschenk super funktionieren. Klar, ist jetzt keine Blind-Buy-Empfehlung, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, da sind Geschmäcker dann immer noch verschieden. Aber ich sag mal, für das, was wir hier sonst auf dem Kanal zeigen, ist das alles relativ leicht zu mögen, zugänglich, eher so auf der gemütlich kuscheligen Seite, ja, wenn es muggelig werden soll mit der Familie. Und bevor wir jetzt reinstarten, ja, in dieses Sammelsurium hier an olfaktorischen Kunstwerken, kleine Sache. Die Kommentare, ich schätze die Kommentare, ich freue mich über jeden Kommentar, schreibt gerne Kommentare, aber es kommt in letzter Zeit relativ auf das Thema Preise, weil ich die ja hier immer einblende. Das sind OVPs. Ich weiß, dass es Parfums im Internet günstiger gibt. Ja? Es gibt auch den Graumarkt, es gibt Rabattaktionen, es gibt alles Mögliche. Und jeder, der YouTube benutzen kann und das Internet insgesamt benutzen kann, wird diese Preise finden. Aber wir brauchen einen Richtwert, eine Vergleichbarkeit. Ich kann auch nicht irgendwie hier in Echtzeit irgendwelche Preise einblenden. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Ich bleibe einfach bei den UVPs. Das ist ein Richtwert. Wenn ihr den Duft günstiger findet, schön, freut euch. Ich bleibe bei den UVPs. Werden wir weiterhin auf diesem Kanal so handhaben. Hoffe, das ist okay für alle. Ja? So, dann haben wir jetzt den ersten Duft, weil wir müssen ein bisschen Meter machen, sonst dauert das hier wieder 1000 Jahre. Und das ist von Amouage der Boundless Man. Ja, die sind ja immer noch so ein bisschen anachronistisch unterwegs bei Amouage. Da gibt es ja immer noch tatsächlich Damen- und Herrendüfte. Ich finde, das ist eigentlich ein Unisex-Duft. Und warum mag ich jetzt diesen Boundless Man so gerne? Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie Kinderpunsch, zumindest das Opening. Innen nicht ganz so klebrig, also keine Sorge. Man hat Blutorange, so eine richtig saftig süße Blutorange mit Ingwer, also da kommt auch eine gewisse Schärfe mit dazu. Man hat einen leichten Weihrauch, man hat Kardamom. Und insgesamt ergibt das einfach dieses Opening, was mich halt krass an so Weihnachtsmärkte erinnert. Wie gesagt, ohne dass das jetzt irgendwie ein Kinderduft ist oder dass der quietsch süß ist, auch kein Gourmand-Duft, ist eher so ein würzig-holziger Duft, gerade so im Drydown. Ja? Man kriegt dann noch eine schöne Tabaknote, man hat 2 Vanillearten, man hat Benzoin, also auch so ein bisschen was Ambriertes, Tabak ist noch mit drin, Myrrhe und so weiter und so fort. Also man kriegt wirklich einen, ich sag mal am Anfang so ein bisschen süß, würzig, saftigen Duft, der dann zu so einem eher warm, holzigen Duft im Verlauf sich verschiebt. Ja? Ist also meiner Meinung nach ein ganz tolles Ding. Einziges Ding, was ich euch noch dazu sagen muss, ist einfach bei Amouage ist der Preis immer relativ hoch und hier kriegt man zwar 100 Milliliter, aber für Amouage-Verhältnis ist die Haltbarkeit und die Sillage so lala. Ne? Also eine moderate Sillage am Anfang, aber der hält jetzt nicht wahnsinnig lange. Wenn es aber für den Weihnachtsabend sein soll, reicht das locker aus. Wenn ihr jetzt allerdings irgendwie, weiß ich nicht, in der Kirche in der letzten Reihe sitzt und hofft, dass der Pastor euch noch riecht, dann ist das nicht euer Duft. Das ist eher ein stille Nacht, heilige Nacht heißt es ja auch. Ne? Und das ist auch eher so ein stillerer Duft. Passt ja dann auch in die besinnliche Weihnachtszeit. Prima. Das ist der Amouage Boundless Man. Dann haben wir einen Duft, den kennt jeder. Und wenn nicht, dann habt ihr irgendwie die letzten, weiß ich nicht, 8 Jahre unterm Stein gelebt. Nämlich der Side-Effekt von Initio hier in der schönen 50 Milliliter Variante, weil ich ja diese großen Flakons eigentlich im Regelfall nicht leiden kann. Und es ist einfach eine turbosynthetische Zimtbombe, muss man sagen. Da ist auch Rum mit drin, das rieche ich gar nicht so stark raus. Es ist vielleicht unterschwellig so eine leichte Business. Ja, also Weihnachten trinkt man ja eigentlich eher Eierlikör als Rum, aber nichtsdestotrotz. Aber vor allen Dingen habe ich hier diese Zimt-Safran-Kombo im Opening. So das leicht kühlende vom Safran, diesen fast aggressiven Zimt und dann hat man so ein bisschen halt, wie gesagt, so Busi-Noten am Rande und eine schöne Vanille, die das alles untermalt. Ist ein relativ eindimensionaler Duft, also man kriegt das, was man riecht. Ich finde, der hat auch nicht so einen wahnsinnig spannenden Duftverlauf, muss er aber auch nicht haben. Und ich will mich auch bei diesen Reformulierungsdebatten gar nicht anschließen. Das ist jetzt hier die neueste Version mit diesen 80% und ich finde, der hält relativ gut, der strahlt auch gerade am Anfang immer noch relativ stark. Ob der jetzt besser oder schlechter ist als die Batches von vor 6 Jahren, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass für alle, die wirklich trotz der winterlichen Besinnlichkeit doch noch einen relativ auffälligen, lauten und vor allen Dingen halt krarrigen, synthetischen Duft suchen, ohne dass er jetzt eklig ist. Also das sticht jetzt für mich nichts. Ne? Klar, der Zimt hat schon eine gewisse Würze, aber ist mit dem Side-Effekt nach wie vor gut beraten. Also es ist immer noch ein Duft, wo ich guten Gewissens sagen kann, den kann man gerade so als Einstieg in die Nische toll nehmen. Und wo wir jetzt schon beim Thema Einstieg in die Nische sind, haben wir noch einen Duft, der wahrscheinlich relativ bekannt ist. Das ist der Tobacco Vanille von Tom Ford. Und da hat ein guter Freund mal gesagt, das ist ein Hauptbahnhofsduft.
Ja, also der riecht einfach, also am Hauptbahnhof riechen die Leute so, meistens dann, ich sag mal so, typische Moncler-Jackenträger, Seiten auf Null, die riechen danach angeblich. Ich wünschte, es wäre so, weil ich finde es einen tollen Duft. Ich finde auch Tom Ford wird oft zu Unrecht gejudged, sage ich an der Stelle, oute ich mich. Ja, die letzten Releases, ob da alles Gold war und die Preispolitik, kann man drüber streiten, aber der London war super, es gab den Amber Absolut von Christoph Laudamiel, also wirklich tolle Düfte. Und der Tabacco Vanille ist einfach ein wunderschöner Tabak-Vanille-Duft, wie der Name sagt. Aber das Opening, sie schreiben immer getrocknete Früchte, ich habe hier einfach ganz stark so eine Nelkennote. So was harzig, nelkiges, was ganz, ganz Dolles am Anfang. Und dann halt wirklich natürlich Tabak-Vanille ist Overload. Ja? Und es ist ein sehr langanhaltender Duft, zumindest, oder was heißt zumindest, selbst für Tom Ford-Verhältnisse wirklich lange, aber auch darüber hinaus. Eine schöne Sillage, ich finde ihn nicht zu aufdringlich, aber er ist schon relativ stark. Also wenn man gerade so im Tom Ford-Portfolio mal guckt, ist das wahrscheinlich einer der dollsten. Nichtsdestotrotz, schöne Tabak-Vanille-Kombo mit diesem schönen, mit dieser Nelkennote, was das Ganze so ein bisschen wie so ein Lebkuchengewürz erscheinen lässt. Ja, also wenn ihr wisst, so wie bei Omi mit Lebkuchen backen und so, so riecht das Teil, finde ich persönlich absolut großartig. Gerade im Winter kann ich euch nur ans Herz legen. Der nächste Duft ist der Mandorle von Sora Dora und das ist wirklich auch wieder ein ganz vanilliger, schokoladiger Duft. Auch hier soll Rum drin sein, ist das scheinbar, guckt euch die Sprühe an, ist scheinbar ja irgendwie eine Trendnote auch Rum. Ich habe hier vor allen Dingen diese krasse Vanille-Wildleder-Schoko-Kombi. Und da ist es dann tatsächlich jetzt auch nicht so eine Schokolade, sondern vielleicht eher so ein bisschen Kuvertüre. Und was natürlich so ein bisschen der Star ist in diesem Duft, ist diese Kirsch-Mandelnote. Also eigentlich ist es, glaube ich, Mandel, was in dem Duft ist, deswegen heißt es ja Mandorle, aber dieses Molekül riecht relativ ähnlich. Hat letztens auch in den Kommentaren mal jemand darauf hingewiesen, ich bin echt immer wieder erstaunt, also die Leute, die hier diese Videos gucken, haben richtig Ahnung von dem Zeug, da muss ich immer aufpassen, dass ich keinen Scheißdreck erzähle. Und ja, also das changiert so ein bisschen zwischen Kirsch, Mandel, schöne Vanille, das Wildleder ist relativ doll, also das erdet das auch so ein bisschen, sonst würde er wahrscheinlich zu süß werden und der ist schon sehr, sehr süß. Also wenn ihr wirklich was sucht, womit man sich ordentlich Karies in die Zähne fährt, ja gut, ihr sollt das nicht trinken, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist auf jeden Fall der Mandorle von Sora Dora ein wirklich toller Duft, ist auch ein Extrait de Parfum, ist dementsprechend haltbar. Dann haben wir einen kleinen Outsider, nämlich den Queer Velour von Naomi Grützer. Ich glaube, die kommen aus Neuseeland und ist ein Julien Rasquinet-Duft, was mich so ein bisschen irritiert immer ist bei den Düften. Guckt euch das mal an, wenn ihr die gebraucht kauft, müsst ihr aufpassen. Ne? Das kann man, also die haben eigentlich so eine andere Kappe und man muss immer den Zerstäuber extra aufsprühen. Und das macht ihn jetzt nicht so wahnsinnig fälschungssicher, muss man sagen. Ne? Also das ist ein Problem. Deswegen die Dinger am besten nicht irgendwo auf eBay kaufen, sondern bei einem seriösen Händler. Am besten zu einem Festpreis. Wenn euch der Duft dann auch noch gefällt, ist alles perfekt. Ich persönlich finde den ziemlich gut. Am Anfang hat der natürlich was mich so ein bisschen eher in so eine maskuline Richtung, also was einfach so eine maskuline Note gibt, aber es kann auch sein, dass es an dem Teststreifen liegt, weil ich habe ihn heute auch auf der Haut und da ist er einfach wunderbar. Es ist ein wirklich ganz, ganz toller, schöner Duft. Queer Velour, man kann es sich wahrscheinlich denken, ist natürlich in der Basis ein Lederduft. Man hat aber Tabak, man hat auch hier wieder eine Rumnote. Also ihr seht, wir haben ganz schön viel Rum und ich bleibe dabei. Eigentlich ist das doch die Eierlikörzeit. Gibt es eigentlich auch einen Eierlikörduft? Kann ja Verporten mal machen. Macht da mal ein Verporten-Parfum. Ich kaufe es definitiv nicht. Wird wahrscheinlich super eklig, aber es gibt bestimmt Leute, die das kaufen. Oder Montal kann das mal machen, Eierlikörduft. Die sind sich für nichts zu schade. So, dann haben wir hier Labdanum, Honig, also auch so ein bisschen was Süßwürziges. Wer so einen ledrig süßen Duft sucht, der nochmal so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, einen Ticken maskuliner riecht als die anderen. Die anderen finde ich ja persönlich auch den Boundless Man sehr unisex. Der ist mit dem Naomi Grützer Queer Velour gut aufgehoben. Nur halt, wie gesagt, beim Kauf darauf achten, dass euch da keiner Nagellackentferner reinschüttet, sonst habt ihr ja, das Geld umsonst ausgegeben und ich glaube, das brennt auch relativ unschön. So, dann haben wir noch einen Duft, apropos brennen, ne, den kannst du auch als Pfefferspray benutzen, nämlich den Tero von Nishane. Ja, das war jetzt übertrieben. Aber das ist schon vor allem Dingen, klar hat der Karamell, ein ganz tolles Karamell, sogar eins meiner Lieblingskaramells, aber er hat auch eine ganz krasse Pfeffernote. Und das macht den Duft ein bisschen mineralisch. Also ich muss sagen, anders kann ich es nicht beschreiben. Das ist ein süßer Duft, klar, durch das Karamell, durch das Salzkaramell, aber durch diesen Pfeffer hat das wirklich so was mineralisch, würzig, erdiges. Also nie zu süß. Ja, also wer quasi ein Gourmand sucht, der kein Gourmand ist, der ist hier mit dem Tero von Nishane super beraten. Ganz authentisches Karamell, ganz krasses Pfeffer-Opening und mit Carlo Benamin natürlich ein wahnsinnig
Carlos Benaim. Natürlich einen wahnsinnig tollen Parfümeur, auch hier, ich glaube, der hat auch den Libre gemacht und so. Ist auf jeden Fall ein Star-Parfümeur, der sein Handwerk versteht und das riecht man hier durch und durch. Hat dann eine schön ambriert, leicht holzige Basis, aber im Endeffekt trägt einen das Karamell mit dieses mineralische Karamell durch den kompletten Duft durch. Wahnsinnig schön. Geht im Herbst los, kann man bis in den tiefsten Winter tragen, ist eine absolute Empfehlung, ist ein Banger, hält ewig, strahlt doll, muss man wirklich aufpassen. So, dann haben wir das komplette Gegenteil, ist zwar auch so ein halbgourmandiger Duft, aber hier ist die Performance wirklich, ich sag mal, zweitrangig. Und das ist der, ich kann die nie zeigen, ne? Das ist hier der Gatto Blackout, ich hoffe, man sieht das. Ich weiß nicht, warum ich diese Flakons nie gut halten kann, von Diers & Durga. Und das ist tatsächlich auch so ein Halbgourmand, das ist nämlich eigentlich ein Schwarzwälder Kirschduft. Und ihr könnt mal gucken, ich verlinke euch das gerne in den Videos unten. Es gibt da auch so ein Making-of zu, das ist nämlich aus der Reihe der Perfume Quests. Und da ist, dieser Duft ist in Zusammenarbeit, oder nicht in Zusammenarbeit, aber für den Sänger der britischen Band Idols entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine Post-Punk-Band aus England. Und John Talbot heißt der Sänger. Und folgende Story, die sind auf Tour in Deutschland. Ja? Und was man halt so als Rocker da macht, so, ne? Man schießt sich da halt irgendwie ordentlich was in den Körper rein, so riecht ein bisschen am Tisch, macht dies und macht das. Und am nächsten Morgen hängt man da irgendwie auf der Rückbank vom Kombi, hat super schlechte Laune, Wetter ist kacke, alle sind depressive. Dann hört man noch ein bisschen traurige Musik und ruckzuck ist das Drama vorprogrammiert. Was ist die Lösung? Richtig, Schwarzwälder Kirschtorte, ist ja klar. Also fährt man 4 Stunden einen Umweg irgendwo durch den scheiß Schwarzwald, landet dann an dieser Bäckerei, wo man gegoogelt hat, dass das die beste Bäckerei ever ist für Schwarzwälder Kirschtorte. Und was ist? Hat zu. Blöd gelaufen und danach soll der Duft riechen. Und was ich ganz toll finde, ist, man hat diese Kirschnote, man hat diese Kakaonote, man riecht wirklich eine Schwarzwälder Kirschtorte, aber die ist versteckt im Tannenwald. Da muss man erstmal hin, denn es ist wirklich so ein bisschen ätherisch harziger Duft, also nicht grün, wirklich keine grüne Tanne, sondern diese harzige Tanne. Es soll auch Feuer drin sein, was auch immer Feuer für eine Duftnote sein soll. Ich würde sagen, es ist eher eine Rauchigkeit, aber jetzt nicht so eine Schinkenspeckrauchigkeit, sondern wirklich so eine ganz feine, vielleicht so ein bisschen wie ein Kamin eher, ja. Also es ist wirklich toll und diese Schwarzwälder Kirsch kommt durch, ist gerade auf dem Streifen ein echtes Erlebnis. Auf der Haut auch, er hält halt wie gesagt nur nicht so lange, aber das haben ja alle Diers & Durga Düfte. Das sind halt Düfte für Leute, denen vor allen Dingen es um den Duft geht und nicht so sehr um die Performance. Also von daher, da muss man so ein bisschen Abstriche machen, ist aber ein schönes Ding. Dann haben wir hier den Grand Soir von MFK, da werden jetzt wahrscheinlich auch Leute kommen, völlig zu Recht übrigens, und sagen, ja, das ist ja ein ziemlich überhypter Duft und Kurkdjian und überhaupt. Das ist auch richtig, ja. Ich habe mich auch lange gefragt, ob ich den jetzt hier mit in diese Liste nehmen soll, aber ich muss sagen, am Ende ist das einer meiner Lieblings-Amber-Düfte. Ich finde die Vanille toll, ich finde schön, dass der dieses leichte Lavendelige hat, was den Duft so ein bisschen blumig macht, dass er nicht so eindimensional wird. Und der hat wirklich diese Aura, ich kann mir das richtig gut vorstellen, gerade wenn man jetzt irgendwie schön zum Weihnachtsessen ist, dann kann man den Duft toll tragen. Man muss aufpassen, der ist relativ performant und stark, sind die letzten ganzen MFK-Releases da irgendwie alle relative Brecher, zumindest in der Oud-Reihe auch. Aber nichtsdestotrotz einfach ein wahnsinnig schöner Tonka-Vanilleduft mit einer tollen Haltbarkeit und halt dieser ganz leichten Lavendelnote. Also nicht richtig blumig, aber so ein bisschen, ich sag mal, so eine leichte Frische im Opening, damit es dann nicht klebrig wird. Ne? Also kann man dem Duft wirklich nicht vorwerfen. Klebrig ist er nicht. Elegant ist er, süß ist er, ambriert ist er, schön ist er. So, was haben wir denn hier noch rumstehen? So, wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Düfte, 3 Stück haben wir noch. Ne? Dann haben wir nämlich einmal noch den Il Capriccio del Maestro, wenn ich das richtig ausspreche, das weiß ich nicht, von Nobile. Und das ist so ein, ich würde mal sagen, wenn jemand sagt, ja, was hat man denn jetzt neben dem Side-Effekt, was so in die Richtung geht und trotzdem nicht gleich ist, dann ist man mit dem Duft hier toll beraten. Das ist auch ein Duft mit Zimt und Rum und Tabak. Aber der hat hier noch so ein bisschen würzige Noten, Labdanum, auch Patchouli, Kumarin. Also insgesamt ist das vielleicht so ein bisschen ein organischerer Side-Effekt und ein harzigerer. Also ne, der Side-Effekt ist quasi der rausgeputzte Bolide, ne, ohne Macken, ohne alles. Und das hier ist so ein bisschen der etwas klassische Patina-Oldtimer. Also von der Duftrichtung her sind die relativ ähnlich, vom Duftprofil am Ende gar nicht mehr. Ja? Also gerade so diese Würz-Labdanum-Note ist ganz anders als beim Side-Effekt, aber man hat trotzdem auch den Zimt, man hat den Tabak, man hat diese Vanille. Das haben die Düfte gemeinsam. Das ist vielleicht ein bisschen der Erwachsenere, also wenn ihr jetzt Ü30 seid, wobei ich bin auch Ü30 und mag den Side-Effekt trotzdem. Wenn ihr noch älter seid, oder es ist eigentlich auch egal. Es ist ein altersloser Duft. Komm, vergessen wir das, was ich gesagt habe.
Ich habe ja letztens schon gesagt, manchmal verlabere ich mich in diesen Videos. Ist ein super Duft, ist einfach ein bisschen, ich sag mal, die analoge Version. Der Initio-Side-Effekt ist Spotify und das ist der iPod. So kann man es sagen. Dann haben wir noch einen Duft, nämlich von Xerjoff, und zwar aus der K-Collection. Ja, hoffentlich halte ich den jetzt richtig. Den Chemi. Den habe ich auch schon mal gezeigt. Ja, man muss dazu noch wissen, es gab ja diese Alchemia Magica. Das war eigentlich eine eigene Marke, hat auch Momo Xerjoff gegründet, um da halt so orientalische Düfte zu lancieren. Hat man dann am Ende irgendwann wieder, das heißt eingemeindet, aber ist dann unter das Dach von Xerjoff gewandert als K-Collection. Und da gehört der hier auch zu. Und das ist ein animalisch süßer Duft, muss man schon sagen. Also für Xerjoff-Verhältnisse sehr, sehr mutig. Weißes Oud, dann hat man auch Castoreum, Biber, Geiz, Zibet, also viele animalische Noten. Und ich sag mal so, die ersten 10 Minuten sind rough. Ja? Heißt nicht, dass sie mir nicht gefallen. Ich sage nur, wenn ihr jetzt sagt, oh, das Ding ziehe ich jetzt irgendwie, was weiß ich, zur Weihnachtsfeier an, dann vielleicht 10 Minuten vorher aufsprühen. Ich bin immer kein Fan davon zu sagen, man muss erst durch die Kopfnote durch. Wie gesagt, ich mag das, aber das, was den Duft eigentlich so richtig tragbar und schön und wohlig macht, das kommt erst nach einer Zeit. Also man muss schon ein animalisch, udiges Opening mögen. Dann kann man den von Anfang an genießen. Für alle, die sagen, mich interessiert eigentlich so mehr diese Karamell-Vanille-Basis, da muss man ein bisschen warten. Und ich habe den jetzt schon ein paar Mal getragen und vor allen Dingen von Leuten, die Oud-Düfte wirklich hassen, bin ich darauf positiv angesprochen worden. Und nein, geht es nicht darum, dass ich dafür Komplimente bekomme, sondern einfach nur, dass die gesagt haben, es riecht gut. So, und dann habe ich denen das irgendwann mal später auf dem Teststreifen gezeigt, sind die alle umgefallen. Gesagt, es kann nicht sein, dass der gleiche Duft ist. Doch, der performt auf der Haut einfach nochmal anders und der hat einfach einen der schönsten Dry-Downs, die ich kenne. Chemi von Xerjoff. Also wenn ihr sagt, auch Weihnachten, ne, ich brauche einfach immer Oud, egal ob die Family das mag oder nicht, dann, ja, dann nehmt ihr einfach den Chemi von Xerjoff, toll. Oder, und das ist jetzt so ein bisschen meine Special-Empfehlung, den Ajmal, vielleicht wenn jemand weiß, wie man die ausspricht, schreibt er mir das mal in die Kommentare, auf jeden Fall den Purely Orient. Und das ist ein Duft, wo ich das Gefühl habe, also ich habe selten was erlebt, was so eine starke Sillage hatte. Also der ist performant bis unters Dach, das muss man wollen. Also damit riecht man euch wirklich, also das riecht der Weihnachtsmann auf dem Schlitten und fällt irgendwie aus dem Himmel, weil der so stark ist. Und das Krasse ist, dass man das gar nicht so merkt. Ne? Auf der Haut denkt man so, ja, da riecht er so ein bisschen. Ne? Aber wenn man damit rumläuft, man hat den die ganze Zeit in der Nase. Und das muss man schon wollen. Was ist es? Also, soweit ich das weiß, und auch das habe ich aus den Kommentaren, auch ich lerne ja immer wieder von euch, also von daher vielen lieben Dank, hat Ajmal eigene Oud-Plantagen. Also es ist kein Kunst-Oud, ist wohl echtes Oud drin. Und natürlich, Tonka, wie der Name sagt, sie veröffentlichen leider keine Noten. Ich kann nur sagen, es ist ein cremig, vanilliger, leicht animalischer Oud-Duft. Es könnte auch noch so was ganz leicht Florales drin sein. Ich kann euch nicht sagen, was, also jetzt nicht so typische Weißblühe, aber vielleicht auch so ein bisschen was Lavendeliges, so in die Richtung. Ist relativ schwer, ne? Weil, wie gesagt, das ist ein sehr dichter Duft und das Oud ist am Anfang auch sehr da. Und man hat so eine schöne Süße, ohne dass es klebrig wird. Ist nochmal eine Empfehlung, vor allem, weil das so Düfte sind, da bin ich auch durch Zufall einfach drüber gestolpert. Habe den einfach mal blind bestellt und muss sagen, ich bin wirklich überrascht, wie krass gut dieser Duft ist. Ich werde jetzt mal gucken, was die sonst noch so im Portfolio haben. Es gibt auch noch einen, der heißt Queer, kostet aber irgendwie 900 €, was halt irgendwie ein krasser Gap ist. Das ist die gleiche Reihe, die kosten alle so irgendwie um die 100 irgendwas. Und dann gibt es einen, kostet plötzlich irgendwie 900, weiß ich nicht, schlag mich tot, 1000 €. Na gut, alles klar, kaufe ich dann nicht. Ist mir zu teuer. So, jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt sind wir ein bisschen gerast, sind ein bisschen schneller gewesen als sonst. Ist aber gar nicht schlimm. Ich glaube, ich hoffe, ich denke, ich meine, wir haben keinen Duft übersehen. Ich gucke nochmal. Manchmal ist es ja so, dass man dann mit so einem Video fertig ist und plötzlich merkt, scheiße, da habe ich ja einen gar nicht mitgenommen. Aber wir haben jetzt alle. Ich hoffe, es war ein paar Düfte dabei, die ihr noch nicht kanntet und auf die ihr Bock habt und dass ihr mir das verzeiht, dass jetzt hier so ein paar Dinger drin waren, die man natürlich kennt. Aber nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, nicht nur weil ein Duft irgendwie schon lange am Markt ist oder weil man den irgendwie kennt oder weil der irgendwie eine gewisse Beliebtheit hat, ist der sofort schlecht. Ja, der mag vielleicht ein bisschen ausgelutscht sein, der ein oder andere. Ja, beim Tobacco Vanille gebe ich euch recht, beim MFK auch. Macht aber trotzdem den Duft nicht schlechter. Und gerade wenn man so guckt, was so zu Weihnachten geht, was man irgendwie schön tragen kann oder wie gesagt auch guten Gewissens verschenken kann, dann müssen die einfach in so einer Liste auftauchen. Brauchen wir uns nichts vormachen. So, jetzt sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Schreibt mir doch gerne nochmal Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Es kommt das Gleiche wie immer. Liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, teilt das Video, das hilft mir sehr. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit. Alles Liebe, alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.